Nach den ersten Tagen in Bangkok wird es Zeit für den zweiten Teil der Reise. Inselhopping auf Koh Samui. Das klingt nach Sonne und weißen Stränden. Mit dem Flugzeug geht es von Bangkok nach Koh Samui zu Hotel Nummer 1. Nach 2 Tagen fahren wir dann mit der Fähre nach Koh Tao zu Hotel Nummer 2. Und nach weiteren 2 Tagen dann zu Hotel Nummer 3 auf Koh Phangan. So, Island Hopping Tag 1 auf Koh Samui. Unser erstes Hotel ist etwas bescheidener als das davor. Also genau das, was man in Thailand immer haben will. Ein Bett aus Beton. Und dann haben wir auch noch das super Badezimmer. Das ist schrecklich. Ja, irgend so eine Art schwarzer Beton. Beton und Beton. Super, so sieht Luxusurlaub aus. Boah, Das ist hässlich. gruselig. Ja, das ist nichts zu trinken, wie man denken könnte, sondern das ist eine öffentliche Tankstelle. So wird hier getankt. Größlich für Motorräder, also Mopeds. Man kann mit dem Moped ranfahren und hat gleich die richtige 2 Liter Menge Sprit. Ja, Tankstelle. Schon mal gefunden. Bob Hood wurde von unserem Reisebüro als ein besonders schöner Ort angepriesen. Hier soll alles noch ganz ursprünglich sein. Dazu gehört dann wohl auch der Big Buddha Beach mit seinem traumhaften Strand. Um dem Baulärm in unserem Hotel zu entfliehen, machen wir einen Spaziergang durch den Ort. Ach ja, nicht zu vergessen, es ist Vollmond, also Full Moon Party, wo Mondsüchtige bis in den Morgen bei dröhnenden Techno-Beats am Strand Party feiern. Am nächsten Tag können wir zum Glück schon weiterreisen. Die Fähre bringt uns in knapp 2 Stunden von Koh Samui nach Koh Tao. Allerdings scheint der Seegang bestimmten Passagieren nicht wirklich gut zu bekommen. Koh Tao trägt auch den Beinamen die Schildkröteninsel und ist ein beliebtes Ziel für Taucher und Rucksacktouristen. Die Sham Choreh Villas liegen direkt am Meer und sind im Vergleich zum ersten Hotel eine echte Erholung. Hier fühlt man sich wie Robinson Crusoe im Baumhaus. Irgendwie erinnert das Ganze aber auch an Abenteuerspielplatz. So, hier sind wir nun in Hotel Nummer 2 und ich zeige euch mal ein bisschen, wie das hier aufgebaut ist. Das hier ist die Open-Air-Chill-Out-Ecke, wo man so den Sonnenuntergang beobachten kann. Es gibt einen Früchtekorb, naja, leerer, wenn man sie aufisst, und man trinkt einen kleinen Tee. Das hier ist das Schlafzimmer. Der einzige Raum, in dem es eine Klimaanlage gibt. Und damit es nicht so warm wird, mache ich auch schnell wieder zu. Gucken wir mal, was das Badezimmer macht. Diese Palme geht direkt durch unser Baumhaus. Klasse. Dort drüben befindet sich das Badezimmer, Dusche und Außendusche. Dieser Raum ist ein Anziehraum. Dort drüben ist ein Waschbecken. Alles, was man hier hineinfüllt, kommt da unten wieder raus und geht ins Meer. Ganz, ganz böse,
Obwohl die Hotelbetreiber behaupten, sie wären sehr ökologisch. Ich glaube, das ist nicht so. Hier nun das Badezimmer. Die Tür ist etwas störrig. Hier ist eine Dusche. Der praktische LPG 105RC von Yamatsuma macht warmes Wasser. Allerdings geht sämtliches Wasser auch wieder nach unten und ins Meer. Sehr ökologisch. Hier draußen, achso, das kann ich zu tun, gibt es noch eine sehr verkommene Außendusche, die wir bis jetzt ernsthaft nicht benutzt haben. Gut. Das war's, glaube ich. Oh, nee, das Anziehzimmer. Das einzige Zimmer, das man irgendwie halbwegs abschließen kann. Hier drin kann man seine Klamotten aufhängen. Es gibt einen Kühlschrank, unsere Koffer und immer einen Blick nach draußen, falls Gäste vorbeikommen, die wollen ja hier reingucken. Das ist ganz wichtig in Thailand, dass jeder in deinen Privatbereich gucken kann. Wie jetzt zum Beispiel. Das ist der Ausblick, den wir aus unserem Schlafzimmer haben. Hatten wir eigentlich erwähnt, dass die ganze Zeit Bauarbeiter unter dem Haus herumkrauchen, um die wackeligen Stützpfeiler zu befestigen? Die Insel Koh Tao ist nur 8 Kilometer lang und 4 Kilometer breit. Im Hauptort Mehat gibt es viele nette Cafés und Geschäfte. So, wir verlassen jetzt diesen Ort. Eigentlich ist es etwas schade, dass wir schon wieder weiter müssen. Unser Baumhaus lag direkt am Strand und in der Bucht konnte man herrlich schnorcheln. Mit der Fähre geht es weiter nach Koh Phangan, wo wir von einem Jeep abgeholt werden. Nach einer abenteuerlichen Fahrt durch die Wildnis der Insel landen wir an einem etwas unwirtlichen Ort. Ich zeige euch jetzt erstmal das Badezimmer. Ein Muss für moderne Hotelarchitektur ist neuerdings ein Fenster zum Bad. Ihr seht, Fenster. Und das ist unsere Aussicht. Nach all den Hotels, die wir gesehen haben, erscheint uns das Santia wie ein mystischer Ort, tief versteckt im Dschungel.
Das Santia ist in einer fantastischen Tropenpalm-Meerestraumkulisse eingebettet und ist das Highlight der Reise. Die schönsten Strände und Korallenriffe Kopangans sind nur mit dem Boot zu erreichen. Allerdings ist das Wetter zum Schnorcheln etwas stürmisch. Wir haben das Schnorcheln überstanden. War eher eine Tortur. Alten Spaß. Die Monsunsaison ist vielleicht doch nicht die beste Reisezeit für Thailand. Wir sind jetzt gleich wieder am Hotel. Super Fahrt. So, das war's. Inselhopping ist vorbei. Wir haben alles gesehen in der einen Woche. 3 Hotels, 2 Inseln. Jetzt geht's mit der Fähre zurück nach Koh Samui. Nach dem hektischen Inselhopping haben wir noch ein paar Tage extra auf Koh Samui. Hier nun im Inneren unserer privaten Poolvilla. Alles eher was für den Freund von moderner Wohnen. Klare Linien, wenig Schnickschnack, alles unpraktisch. Wir gehen mal da hinten das Schlafzimmer angucken. Was einem besonders auffällt an privater Poolvilla, riesige Fensterfronten. Aber wie wir es auch aus Thailand schon kennen, ist der Nachbar gleich gegenüber und guckt ständig rein. Insgesamt muss man hier, glaube ich, 10 Jalousien schließen, damit man nicht gesehen wird. Also lebt man die ganze Zeit in einem völlig verdunkelten Raum. Naja, auch nicht schlecht. Kommen wir mal zum Badezimmer. Hier das Duschzimmer, gigantisch groß, mit Badewanne am Boden und gleichzeitig Dusche. Und ein Fenster, das man immer wieder zumachen muss, wenn man mal irgendwann duschen möchte. Kommt man frisch geduscht aus seinem Duschzimmer, kann man gleich zum Außenpool durchgehen. Es gibt natürlich ein großes Fenster, von dem aus alle Nachbarn reingucken kann, wie bei dem zum Beispiel gerade. Zum Außenpool. Das war der Rundgang durch die Tropen-Deluxe-Villa. Aber wo ist eigentlich Britta? Und jetzt schnell noch das Moskitonetz zu machen, sonst stechen Ende nicht die Mücken. Hast du jemals eine Mücke gesehen? Gehört. Ein
Eins meiner Highlights der durchgestylten Lifestyle-Villa ist das Teflon Anti-Haftkissen. Patrouille. Es sieht so bequem aus. Man möchte liegen und Fernsehen und entspannen. Das Renaissance Hotel liegt am nördlichsten Ende vom Lamai Beach. Der Strand und das Ambiente des Ortes Lamai sind nicht vergleichbar mit dem ersten Ort, Bob Hood. Hier kann man wunderbar entspannen. In Lamai gibt es nicht nur einen schönen Strand, sondern auch viele Geschäfte und Märkte. Solche Mengen. Jahrkult. Wahnsinn. Und Kostenpreis 35 Baht. Das sind knapp 1 Euro. Ich wollte ein Stück Brot essen, aber ich weiß nicht, was da drauf ist. Das sieht ein bisschen doof aus. Total lecker. Das Tun ist, wenn man am Strand wohnt. Die Einkaufstüten nach Hause zu schieben, ist echt scheiße. Das Essen in den Hotels ist auf Dauer doch recht teuer. Auf den Nachtmärkten bekommt man lokale Köstlichkeiten schon für ein paar Euro. Wir sind auf dem Nachtmarkt mit Mangosaft, Sati-Spießen und diversen anderen Spießen. Mal sehen, wie es schmeckt. Jedenfalls ist es einige Baht preiswerter. Zum Abschluss machen wir nochmal das volle Touri-Programm und machen eine Rundtour und besichtigen die Highlights der Insel. Wie zum Beispiel kokosnusspflückende Affen. Der Tempel Wat Kanuram zeigt eine 30 Jahre alte Mumie. Das Phänomen, das man hier bestaunen kann, ist ein Mönch, der sich selbst mumifiziert hat. Eine weitere Attraktion sind die 18 Meter hohen Namuang-Wasserfälle. Ach ja, und nicht zu vergessen, der Dschungeltrip mit den Elefanten. Auch auf der Tour zu sehen sind der 18-armige Buddha Guajin und der lachende Buddha. Zum Schluss kommen wir dann nochmal zurück nach Bob Hood, um uns das meistbesuchte Ausflugsziel auf Koh Samui anzusehen, den 12 Meter hohen goldenen Big Buddha.
Sonnenbaden auf Koh Samui sieht manchmal ganz anders aus, als man so denkt. Unser Flieger geht gleich und das sind die letzten Minuten. Habe ich noch was zu sagen? Eigentlich nicht. So ist es. Nass? Etwas. Genau. Etwas nass. Aber nur ein bisschen. Ê, bỏ con lên. Này, bỏ cho trái nhỉ.